Hi, ich bin Sarah und züchte mit Herz und Blut Zwerggarnelen. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge auf YouTube. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie bin ich überhaupt zur Aquaristik gekommen? Das ist eine längere Geschichte. Als Kind hatte ich schon Goldfische gehabt, unter elterlicher Betreuung. Dann hat sich das ganze Thema ein bisschen im Sand verlaufen und als ich dann damals meinen Mann kennengelernt habe, vor 15 Jahren, bin ich wieder so mit Aquaristik und Terroristik in Berührung gekommen. Dann haben wir vor ein paar Jahren Diskusfische zusammengehalten, mein Mann und ich, und haben dann ein paar Jahre später Channas gehalten. Und in dem Zusammenhang, als wir Channas gehalten haben, bin ich eigentlich zur Garnelenzucht gekommen. Ja, wie passt das überhaupt zusammen? Ganz einfach. Wir haben damals den Plan gehabt, für die Channas Lebenfutter zu züchten, das heißt Garnelen. Ich habe mich dann in die Materie eingelesen, habe viel recherchiert, mit Züchtern gesprochen und diese Farbvielfalt von den Garnelen entdeckt. Ich habe eigentlich gedacht, die wären wildfarben und grau, so transparent, sind sie aber nicht. Es gibt so viele verschiedene Farben, so viele verschiedene Muster und habe mich voll in die Garnelen verliebt und habe dann damals beschlossen, Neocaridina's zu züchten. Letzten Endes hat mein Mann nicht eine davon bekommen, um die an die Channas zu verfüttern. Das waren dann so meine Babys. Ich habe angefangen mit den Blue Dream und Yellow Fire Neons und Bloody Marys. Das waren meine ersten Stämme, die ich hatte. Und nach ungefähr einem Jahr wurde mir das aber ein bisschen zu langweilig. Ich musste so gut wie gar nicht selektieren. Habe mich dann noch weiter mit dem Thema befasst und schon immer so ein Auge auf die Caridinas gefletscht, weil da gibt es so schöne Tiere und habe letzten Endes dann die Galaxy Fishbones für mich entdeckt und mir dann davon 3 Farbschläge angeschafft. Ihr seht, hier im Hintergrund ist meine Zuchtanlage. Aktuell habe ich 12 Becken, davon sind 9 Becken besetzt. Ich habe 6 Becken, die haben 54 Liter und 6 Becken, die haben 36 Liter. Ich habe, wie gesagt, 3 verschiedene Farbschläge von den Galaxy Fishbones, und zwar einmal die roten, die gelben und die schwarzen. Und ich habe halt nicht nur 3 Becken besetzt, sondern 9, weil ich auch entsprechend nach oben und nach unten selektiere. Das heißt, Tiere, die nicht in mein Zuchtziel passen, werden ausselektiert, in ein Extrabecken gesetzt. Zum Beispiel haben die dann keine durchgängige Rückengräte oder keine Pünktchen auf den Wangen. Dann habe ich aber auch nach oben selektiert, das heißt besonders schöne Tiere, die auch schon Boas sind oder in die Boa-Richtung gehen, die habe ich auch separat gesetzt, um das dann entsprechend noch weiter rauszuzüchten. Vielleicht kennt ihr mich auch von Instagram schon. Bei Instagram heiße ich Sarah Faris Schrimps. Da habe ich auch ganz viele Bilder, auch im Bereich der Makrofotografie oder Reels und Videos, wo ihr euch meine Tiere anschauen könnt. Auf Instagram habe ich einen Themenfreitag, da veröffentliche ich einige Texte immer zum Thema Garnelen, also querbeet, auch zur Einrichtung von Becken oder aber auch die Wasserwerte, alles was so dazugehört rund um die Garnele. Und das habe ich im Endeffekt auch vor hier bei YouTube, dass ich meine Beiträge, die ich schon habe, aber auch ganz viele neue Themen, so rund um die Aquaristik, dann auch entsprechend in Videoformaten euch präsentiere. Ja, hier hinter mir seht ihr 2 Fässer, die befüllt sind mit Osmosewasser. Ich habe zum Beispiel hier pures Osmosewasser drin, mit einem Leitwert von an die 0. Und dann habe ich hier noch aufgesassenes Osmosewasser drin. Der Leitwert liegt da so bei 180, damit ich entsprechend auch immer fertiges Wasser habe für den Wasserwechsel. Und das muss ich sagen, ist ziemlich praktisch. Ich habe hier eine Pumpe drin mit einem Schlauch und entsprechendem Auslauf, sodass ich dann wirklich nur noch den Schlauch in die Becken halten muss. Ja, hier seht ihr meine Osmoseanlage, die habe ich von Aker bekommen. Das ist eine 1900, die ist wirklich super schnell, produziert mega viel Wasser in kurzer Zeit und hat einen super Leitwert im Endeffekt dann nachher. Und das erleichtert mir absolut die Arbeit bei so einer Zuchtanlage.
Meinen ersten Nano-Cube einrichten, also ein Showbecken letzten Endes einrichten. Vielen Dank nochmal da an die Firma Dennerle und an Gerrit. Und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mit Wurzeln, Steinen etc. zu arbeiten und ganz vielen verschiedenen Pflanzen, die da zur Verfügung gestellt wurden. Somit habe ich sozusagen mein erstes Becken gescaped, denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist das ja so, dass meine Zuchtanlage eher spartanisch eingerichtet ist. Das heißt, da kann ich nicht viel scapen, denn dann sehe ich die Tiere nicht mehr. Und das hat mir wirklich Fun gemacht, da hätte ich Bock drauf, noch mehr in diesen Bereich zu gehen, Aquascaping. Ja, das Becken von Dennerle hat sich auch schon ganz gut entwickelt, die Pflanzen wachsen an und es ist auch schon Besatz drin. Dazu erzähle ich jetzt aber noch nichts, was da genau drin ist. Das soll ein Geheimnis bleiben, denn das werde ich in einem anderen Video euch mal präsentieren, wie sich das Becken so entwickelt und was jetzt da drin gibt. In meinen 2,5 Jahren habe ich natürlich auch schon Erfahrung gesammelt in der Haltung mit Caridina-Garnelen und da habe ich halt vor, hier bei YouTube auch solche Einsteiger-Tutorials zu machen, aus meinen Erfahrungen heraus, wie hält man am besten Caridina-Garnelen. In Zukunft werde ich euch dann hier bei meiner Zucht mitnehmen, das heißt euch zeigen, was ich mit den Tieren hier so mache, wie man die Tiere selektiert, auch so einfache Dinge wie, was füttert man den Garnelen, wie pflegt man die Becken und so weiter. Was ich auch besonders interessant finde, ist die Makrofotografie. Auf Instagram habe ich letzten Endes mit den einfachsten Mitteln angefangen, das heißt mit einem Smartphone und einer Makrolinse. Und ich möchte mich in der Makrofotografie im Endeffekt noch ein bisschen mehr reinarbeiten und steigern. Da werde ich dann in Zukunft sehen, was da noch möglich ist für mich. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Beitrag liked und wenn ihr die Glocke läutet und mir vor allen Dingen auch ein Abo dalasst. Das fände ich mega. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bin raus.